Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Different, rufen Sie Admiral Trent. With the war over, it's time for us to rebuild, to take stock of our situation, and to return to our roots as explorers. We've recently noticed that a star in an unexplored system near Ferenginar has become unstable. There's nothing to indicate any change to its stellar life cycle, so this is a perfect opportunity for us to chart the system, investigate the star, and improve our understanding of what's happening. I want you to head up this investigation. Find out why this star is suddenly dying, and make sure it isn't going to be a threat to any nearby worlds or systems. Verstanden, Admiral. Sind unterwegs. Hier wurden angewiesen, einen Spezialisten für stellare Phänomene an Bord zu holen. Ihr Name lautet Kinora Suva, eine Kardassianerin. Sie befindet sich derzeit auf Deep Space Nine. Wir können sie direkt von der Station an Bord beamen. Verstanden. Wir werden die Spezialistin an Bord holen, sobald wir Deep Space Nine erreichen. Der Mann bringt uns Transporterposition. Alles da. Spezialisten an Bord nehmen. Thank you for the pickup. I'm Tenora Zuval. Let's get started. My preliminary observations show some kind of unknown stellar problem. This unexplored system near Ferenginar is undergoing solar death. Basically, it's as if the star is going out suddenly, but there's no good reason why. We need to get close enough to take some readings and see what we can figure out. Ich verstehe. Steuermann, verlassen Sie Deep Space Nine.
Sir? Wir sind in dem System eingetroffen. Ungefähr 0,5 astronomische Einheiten vom Stern entfernt. Immer noch keine Anzeichen davon, was den Zerfall des Sterns verursacht. Im System befinden sich nur Gaswesen und keine Anzeichen von Felsplaneten. Abgesehen von den vereinzelten Monden bei diesen Gasriesen. Wir befinden uns ein wenig außerhalb der optimalen Reichweite unserer Sensoren, könnten vermutlich bessere Resultate erzielen, wenn wir ein paar Kilometer näher ran wären. So. Hallo. Wir sollten näher heranfliegen, ein paar Messwerte am Stern sammeln und herausfinden, was das Problem ist. Ja. Dauernd bringen Sie uns ran. Voller Stop. Initiieren Sie die Scans. Getting swamped with solar radiation. Try reducing the gain on your sensors. Okay, EM-Band einschränken. Initial results don't make any sense. The star's core reactions are failing, but it still has so much mass that it should be conducting fusion. It's as if it suddenly decided that it was no longer going to do hydrogen fusion, just heavier fusion processes. Lassen Sie uns ein paar stellare Partikel einfangen und herausfinden, ob uns eine genauere Analyse mehrerer Antworten liefert. Ja. This kind of matter is ejected during corona events. We should be able to collect some with your ship's ram scopes if we head to one of the ejection zones. Wir werden ein paar bestimmen. Wir werden ein paar Orte bestimmen, in denen wir Proben nehmen können. Der nächstgelegene ist dort. Abbord. Steuermann von am Bus. Bus hat Kollektoren vorbereiten. Solarpartikel einsammeln. Lalalala. Results are coming in now. This still isn't making any sense. It's as if the star's life cycle was suddenly accelerated somehow, but it never went through an expansion cycle. There's no good explanation for this yet. Maybe something else in the system caused it. Was ist, wenn dieses Phänomen andere Körper im System ebenfalls beeinflusst hat? If this is system-wide, we should find evidence of similar problems, with nuclear and chemical reactions in the system's gaseous bodies. There's a large amount of gaseous stellar matter further from the star. We should have no trouble checking that hypothesis. Setzen Sie Kurs auf den nächstgelegenen Gasriesen. This is very strange. Usually nebulae are massive clouds between star systems. Finding a micronebula in a system like this is quite rare. This may be the result of an event such as a cosmic string, shearing through a gas giant and turning it back into particulate matter. I'll need some more readings to know for certain. Verstanden. Finden Sie die besten Orte, um Scans durchzuführen und so weitere Informationen zu erhalten.
all the particulate matter will make your ship's sensors unreliable beyond a few kilometers, and shields will be offline. The best we'll be able to do is to check small areas until we get close to something unusual. We should head to where the deionized particle density is highest. Verstanden, Devil. Wechseln Sie auch Kurzreichweitenscanner. Ich brauche ein Partikel nehmen. Es werden mir entionisierte Partikel, Eisfragmente und Spuren von Edelmaterialien angezeigt. Ich habe ebenfalls eine geringfügige Verzögerung aufgespürt, die möglicherweise von einem Impulsantrieb verursacht werden könnte. Hier könnte vor kurzem ein anderes Schiff gewesen sein. Suchen Sie weiter. Falls es hier ein weiteres Schiff gibt, sollten wir herausfinden, ob Sie etwas wissen. Okay. Stopp mal, Backbord. Nehmen Sie eine weitere Strichprobe von diesen Partikeln. Milchstation, roter Alarm! Ja, Feuer frei! Was wollen die Tonians hier? Das war doch ein Torpedos laden. Feuer frei! Reparaturteams. Data is coming in now. Nothing unusual coming in from the nebula, but those Tholian ships were quite far from home. Unfortunately, they can't give us answers. Looks like there's some heavy ionization on the far side of the nebula, though. As if it's receiving some kind of reflected radiation from one of the gas giants. Gut. Setzen Sie wieder Kurs auf den Gasriesen. Es gibt einen großen Asteroidengürtel um diesen Gasriesen. Es gibt einen großen Asteroidengürtel um den Gasriesen, Sir. Wir erfassen ein paar metallische Asteroiden und schwache Strahlung. Vielleicht ein paar zusätzliche Hinweise, aber nichts Konkretes. Hier finden sich viele kleinere Trümmerstücke, die sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegen. Nichts, womit unsere Waffen nicht fertig werden würden. Aber wir sollten dennoch sicherstellen, dass wir nicht daneben schießen. Steuermann, bereiten Sie sich auf ein Ausweichmanöver vor. Setzen Sie Kurs auf den größten radioaktiven Asteroiden. Scannieren. Ja. Dieser Asteroid besteht hauptsächlich aus Silikat mit kleinen Eisen- und Magnesiumvorkommen. Nichts wirklich Besonderes.
Fliegen Sie uns zu einem anderen Asteroiden. Waffen bereithalten. Scan. Isolieren. Zink, Kupfer, Kobalt. Spur von Wolfram, Quecksilber. Etwas ungewöhnlich, aber das hilft uns hier auch nicht weiter. Fliegen Sie uns zum nächsten Asteroiden. Ach ja. Scan. Große Vorkommen Nickel, etwas Titanium und Uranium, viel Silizium. Es sieht so aus, als ob jemand auf einer Seite mit einer primitiven mechanischen Sonde einen Teil des Asteroiden aufgebrochen und etwas davon abgetragen hat. Wurfsignaturen von geringer Entwicklungsstufe, nichts Fortschrittliches. Jemand war hier, aber wahrscheinlich nicht mit der Art von Technologie, die die stellaren Probleme hätten verursachen können. Wir sollten uns diesen Gasriesen und seinen Monden nähern, um nach weiteren Hinweisen zu suchen. Das Riesen und Mond ist kein... Das ist interessant. Wir haben mehrere Monde um den Gasriesen herum entdeckt und einige davon scheinen bewohnbar zu sein. Admiral, Captain, bitte. Ich empfange Kommunikationssignale. Einer dieser Monde ist bewohnt. Hui! Wieso haben wir diese nicht bereits außerhalb des Systems empfangen? Es gibt tausende Hintergrundsignale im Weltraum, Sir. Viele davon von Zivilisationen, denen wir bisher noch nicht begegnet sind. Hat der vorläufige Langschrank so Scan dieses Systems keine Planeten der Klasse M oder L ergeben hat, dachte wohl niemand, dass dieses System bewohnt ist. Unsere Computer haben diese Signale einfach als Hintergrundrauschen abgetan, bis wir genau über den Transmittern waren. Universalübersetzer wird aktualisiert. Gibt es irgendwelche Anzeichen von Raumschiffen oder Basen? Ein paar kleine Orbitaleinrichtungen. Beträchtliche industrielle Infrastruktur, 8 Milliarden Einwohner. So, die Sensoren erfassen einige schwache Wurfspuren. Nichts von der Größe eines Raumschiffs, vielleicht eine Handvoll von Sonden. Es könnte sich hierbei um eine Zivilisation handeln, die gerade das Wurfstadium erreicht hat. So. Lassen Sie uns ein paar weitere Scans durchführen. Falls dies eine wurffähige Zivilisation ist, dann sollten wir beim Erstkontakt nicht allzu feindselig erscheinen. Greetings, unknown vessel. This is Administrator Kumar K. Please provide identification. Hier spricht Captain Noonian von der USS Pathfinder. Ich repräsentiere die Vereinigte Föderation der Planeten. Hier spricht Captain Noonian von der USS Pathfinder.
Ich repräsentiere die Vereinigte Föderation der Planeten. Welcome to Lucari. Visitors here are rare, but we're always gratified by the chance to meet and exchange information with travelers. I regret that you have arrived at a difficult time. You may have noticed that our home star has become unstable. I'm leading a project to try to reignite the star. Unfortunately, we've already suffered severe disruptions, and we have a lot of problems to tackle right now. Sie hatten bereits Besucher von anderen Spezies? Yes, we've previously had contact with the Zenkethi and the Ferengi. We've heard a bit about the Deferi and the Breen, but they haven't ever been to our system. Our home world provides for all of our raw material needs, along with a few mining outposts around the asteroids and the gas giant. We've never had a compelling need to engage in space exploration. And now that our sun is going out, we're scrambling everything we've got to see if we can find a solution or a way to evacuate at least a few of our people. Im Namen der Vereinigten Föderation der Planeten entsende ich Ihnen eine Grüße und hoffe auf Frieden und beiderseitigen Wohlstand für unsere Völker. I am honored to have the chance to make first contact with your people. My people have had little contact with other species, but that could change if we discover that we have mutual goals and interests. Of course, if our star goes out, this will also be last contact. Mein Schiff ist Teil einer großen Flotte. Wir verfügen über fortschrittliche Technologien und sind möglicherweise in der Lage, Ihnen zu helfen. We have a solar probe ready that contains the booster module that needs to be fired into the star. It's capable of warp 2. There's a problem, though. The probe's remote navigation systems don't work. All of the interference from the solar flaring and guttering is blocking the signal. Could your ship get a trajectory plot so that we could set a pre-programmed course? Wir werden uns ansehen. Wir werden es uns ansehen, ja. Wir können unseren astrometrischen Computer verwenden, um einen Verlauf zu erstellen. So. Steuerbahn Position halten. Flugbahnverlauf anzeigen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nochmal. Ersten Punkt erhöhen. Und zweiten nach links justieren. Okay, Flugbahn anpassen. Zweiten Punkt nach links bewegen. Vorläufig keine weiteren Anpassungen. Flugbahnverlauf anzeigen. We're getting your telemetry now. I'll have my engineers prepare the probe. Let's see if this works. Nothing to worry about, just the future of my planet. Wir halten die Stellung, damit Sie zu die Sonne starten können. The probe's made it out of orbit. Engaging secondary boosters to head out of planetary range. It's gone to warp. The probe is arriving at the solar corona. Deploying chromodynamic booster. No effect. It didn't work. Repeat. Well, it didn't work. That was our one shot. Thank you for trying to help. I'm not sure what to try next. Maybe we can evacuate a few people. I'm not going to give up. But the situation is grim. If your people can offer any other help, we would welcome it. But I just don't see a way.
to relocate 8 billion people in the next few hours. Es könnte noch weitere Lösungsansätze geben. Wir könnten immer noch auf eine Möglichkeit stoßen, den Stern neu zu entfachen. Interessant. Rufen Sie diesen Neuankömmling.